Lass mich dir eine ehrliche Frage stellen. Warum stehst du jeden Morgen auf? Für Arbeit? Für Geld? Für Familie? Oder weißt du es selbst nicht wirklich? Viele Muslime leben, aber sie wissen nicht, wofür sie leben. Und genau deshalb fühlen sie sich leer. Was wäre, wenn ich dir sage, du wurdest nicht zufällig erschaffen? Dieses ganze Universum hat einen Zweck und du bist Teil davon. Und noch mehr. Alles wurde für einen bestimmten Menschen erschaffen. Wenn du das heute verstehst, wird sich dein Blick auf dein Leben komplett verändern. Das größte Problem unserer Zeit ist nicht Armut. Es ist nicht Stress, es ist Sinnlosigkeit. Menschen sagen, ich habe alles, aber ich bin nicht glücklich. Ich habe Erfolg, aber ich fühle mich leer. Warum? Weil sie nicht wissen, warum existiere ich überhaupt? Und wenn du das nicht weißt, dann wird alles bedeutungslos. Stell dir vor, ein König, ein Sultan. Er besitzt unendliche Schätze, unvorstellbaren Reichtum, grenzenlose Macht. Eines Tages sagt er, ich will, dass meine Schönheit gesehen wird. Also baut er einen gewaltigen Palast. Räume voller Kunstwerke, Gärten voller Schönheit, Speisen für jeden Geschmack. Perfektion in jedem Detail. Und dann lädt er Gäste ein. Aber nicht nur das, einen bestimmten besonderen Ehrengast. Den wichtigsten von allen. Und diesen Ehrengast gibt er eine Aufgabe. Erkläre den anderen Gästen den Sinn dieses Palastes. Jetzt frage ich dich, wäre es logisch, dass dieser Palast einfach sinnlos existiert? Natürlich nicht. Dieser Palast ist das Universum. Die Räume sind die Welten. Die Kunstwerke sind die Schöpfung. Und der Sultan, Allah Jalla Jalaluhu. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt. Wer ist dieser Ehrengast? Wer erklärt uns den Sinn? Wer zeigt uns, wie wir leben sollen? Der Ehrengast ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er ist nicht einfach ein Gesandter. Er ist der Grund und das Ziel der Schöpfung. Das bedeutet, ohne ihn würden wir den Sinn nicht verstehen. Ohne ihn wäre die Welt nur Materie. Ohne ihn wäre das Leben leer. Er zeigt uns, warum wir hier sind, wohin wir gehen, was unsere Aufgabe ist. In der islamischen Spiritualität wird gesagt, Allah wollte erkannt werden. Nicht aus Bedürftigkeit, sondern aus Weisheit. Die Schöpfung entstand aus Liebe und für Erkenntnis. Und im Zentrum dieser Erkenntnis steht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er ist wie ein Licht, aus dem alles hervorgeht und zu dem alles zurückführt. Ein junger Mann kam einmal zu einem Gelehrten. Er sagte, ich bete, aber ich fühle nichts. Ich lebe, aber ich habe keinen Sinn. Der Gelehrte fragte ihn, kennst du den Propheten? Er sagte, ja natürlich. Der Gelehrte sagte, nein, du kennst ihn nicht wirklich. Wenn du ihn kennen würdest, würdest du wissen, warum du lebst. Dieser Mann begann, die Sira zu lernen, die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu hören, sein Leben zu verstehen. Und nach einiger Zeit sagte er, jetzt verstehe ich. Ich lebe nicht einfach. Ich bin Teil einer Mission. Jetzt verstehst du vielleicht dein Problem. Du lebst ohne Ziel. Du glaubst ohne Tiefe. Du folgst ohne Verständnis. Die Lösung? Ganz klar. Verstehe den Sinn der Schöpfung. Du bist nicht zufällig hier. Verbinde dich mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er ist dein Wegweiser. Lebe bewusst. Jede Handlung bekommt Bedeutung. Wenn du isst, tu es mit der Sunnah. Wenn du arbeitest, tu es mit einer Niyat, mit einer Absicht. Wenn du lebst, tu es für Allah. Du bist nicht verloren. Du bist nicht sinnlos. Du bist Teil eines gewaltigen Plans. Und im Zentrum dieses Plans steht Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn du ihn verstehst, verstehst du dein Leben. Wenn du ihm folgst, findest du deinen Weg. Wenn du ihn liebst, wirst du Allah näher kommen. Falls du genau dieses Problem in deinem Leben hast, teile deine Gedanken in den Kommentaren. Like das Video, abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Fi amanillah. Assalamu alaikum.